For English subtitles, activate the subtitle button, please. Hallo zu einer neuen Folge von Reptil TV. Thema heute wieder Gesundheit unserer Tiere. Wir hatten in Folge 29 die äußeren Parasiten, die Milben. Jetzt heute beschäftigen wir uns mit den inneren Parasiten, speziell den Einzellern bzw. den Flagellaten. Da wollen wir euch heute zeigen, wie ihr die erkennen könnt. Der Standardfall, den wir jetzt hier haben, ist, dass eine Schlange einfach keinen perfekten Eindruck macht. Zum Beispiel, dass sie schlecht frisst, schlecht ans Futter geht oder ein bisschen einen verschleimten, einen verrotzten Eindruck macht. Ja, also das Maul vielleicht leicht geöffnet oder öfters mal so dieses verschleimte Gähnen. Und dann ist der erste Schritt, wie wir es schon oft gepredigt haben, den Kot einschicken bzw. den Kot untersuchen zu lassen. Alternativ zu dem Einschicken können wir da auch selber, speziell auch den Urin kann man ganz gut untersuchen. Und dazu braucht man ein entsprechend gutes Mikroskop. Wir haben hier so ein recht gutes Olympus-Gerät. Mittlerweile gibt es im Handel Geräte für 300, 400, 500 €, die für diesen Zweck, wie wir es euch gleich zeigen werden, schon ausreichend sind. Ich habe jetzt hier meine Mitarbeiterin, die Martha, zur Hilfe. Und wir haben hier so einen kleinen einjährigen Regius. Wir sehen es, ein bisschen ein Hungerhaken, würde ich bald mal sagen. Das ist so ein wenig das klassische Beispiel. Also der geht einfach nicht besonders gut ans Futter. Und wie gesagt, der erste Schritt, den wir da machen, ist den Kot bzw. jetzt in unserem Fall den Urin zu untersuchen. Das Gute an der Methode, wie wir es euch jetzt zeigen, ist, dass wir in dem Fall auch nicht den Kot des Tieres brauchen, sondern uns reichen ein paar Tropfen Urin, die wir da probieren rauszumassieren, hier in das Becherle rein. Und wir tun jetzt bei dem Tier einfach ein bisschen Urin rausmassieren. Völlig harmlose Geschichte. Man kann es so ein bisschen vom Kopf, Schwanz abwärts, vorher ein bisschen nach hinten massieren und dann einfach so klein wenig rausdrücken. Also es tut dem Tier gar nicht weh, völlig harmlos. Und wie gesagt, wir können das jederzeit durchführen. Wir müssen da nicht lang warten, bis das Tier von sich aus Kot absetzt. Diesen Urin legen wir dann unter das Mikroskop und schauen, ob wir da was finden. Wir nehmen jetzt einfach hier mit der Pipette so einen Tropfen raus von dem Urin, machen den hier auf den Objektträger drauf, legen das Schutzglas drüber und dann haben wir unsere Probe schon fertig und können sie unter das Mikroskop legen. Wir haben jetzt hier unser Mikroskop, unser Präparat und die Martha. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da drauf was finden. Zuerst verwenden wir die etwas kleinere Vergrößerung, also in dem Fall 250-fach. Da schauen wir erst mal grob, ob man was sieht. Und das Tolle ist, wenn diese Probe sehr frisch ist oder der Urin frisch ist, dann bewegen die Einzeller sich unheimlich stark. Deswegen sind sie auch wirklich leicht zu finden und leicht zu erkennen, dass sie da drin rumwuseln. Aber von dem her ist auch ganz wichtig, dass es eine frische Probe ist und die nicht schon eine Stunde lang rumliegt, weil dann bewegt sich nichts mehr und dann ist es ganz schwer zu erkennen. Ja. Bei einer frischen ist es wirklich kinderleicht und sofort an den extremen Bewegungen zu sehen. Wir sehen auch Spermien da drin. Das sind die Köpfchen mit dem Schwänzchen dran. Die machen natürlich nichts, sind auch nicht schlimm. In dem Fall bewegen sich nicht. Manchmal haben auch Tiere, gerade in der Paarungszeit, da bewegen die Spermien sich auch ganz intensiv. Und wenn wir bei der 250-fachen was finden, dann können wir auf die größere, 400-fach in dem Fall stellen, um noch ein bisschen genauer zu schauen. Wir führen diese Urinproben durch. Im idealen Fall finden wir nichts, alles ist okay. Aber wenn wir was finden, wie was wir jetzt hier gezeigt haben, diese Einzeller, dann kommt der Weg zum Tierarzt. Das Mittel, das Metronidazol, was hier das Mittel der Wahl ist verschreibungspflichtig, apothekenpflichtig, bekommt ihr nur über den Tierarzt bzw. mit Hilfe des Tierarztes und müsst das Tier dann entsprechend vom Tierarzt so behandeln lassen. Was wir jetzt gesehen haben, kann wie gesagt weder den Tierarzt ersetzen und es ersetzt auch nicht das gute Labor, das parasitologische Labor. Wir haben jetzt lediglich nach Einzeller geschaut. Wir haben nicht nach irgendwelchen mehrzelligen Parasiten geschaut, irgendwelche Wurmeier geschaut. Macht eure Kotproben, wie wir es schon öfters angesprochen haben. Ganz wichtige Sache, die müsst ihr wegschicken und lasst es untersuchen, ob ihr irgendwelche weiteren Parasiten
im Code habt. Ja. Das, was wir euch gezeigt haben, soll einfach eine schnelle, kurzfristige Sache sein, wo ihr selber regelmäßig auf diese einzelligen Flagellaten, Amöben, Hexamiden, wie immer die Monster heißen, untersuchen könnt. Noch ganz kurz eine ganz wichtige Sache. Wir haben ja mal den Special gemacht über die geforderten Verbote der Exotenhaltung. Meiner Meinung nach werden diese Stimmen immer lauter. Die Tierhaltegegner, will ich es mal nennen, oder die Tierrechtler, wie sie wohl genannt werden wirklich immer lauter, fordern von der Politik immer mehr Gesetze. Ich finde es ganz wichtig, dass wir wachsam sind, dass wir aufpassen, dass da keine Verbote kommen, dass da keine Gesetze gemacht werden, weil wenn sie gemacht sind, dann ist es zu spät. Es gibt eine ganz tolle neue Internetseite www.exotenhaltung.com. Die wird oder soll ein neuer Verband von uns Tierhaltern darstellen. Schreibt euch auf der Webseite ein, tragt euch ein mit eurer E-Mail-Adresse. Es geht jetzt im Moment mal darum, wirklich auch mal zu sammeln und zu zeigen, wie viel Menschen in Deutschland oder in Europa überhaupt Tiere daheim halten und wie viele Menschen für diese Haltung von den Tieren sind. Ja? Geht bitte auf die Webseite, schaut es euch an, tragt euch ein und mehr dazu dann in einer der späteren Folgen. Ja, dann bleibt uns treu, checkt my balls und checkt unsere Exoten. Ja, okay. Nee, das sagen wir nachher dazu, wenn wir reingucken. Okay. So weit gehen wir jetzt gar nicht ins Detail. War gleich richtig. Wie haben wir jetzt gesagt? Genau. Also entweder ist das Licht kaputt an der Kamera oder es. Also wir machen es einfach mal. Und ich mache es nochmal ohne das Ganze. Und so. Jetzt habe ich es aber vergessen. Wie wollten wir das jetzt? Der Apparat und das Präparat. Was wir jetzt hier gemacht haben. Nee. Ach, ey. Sollen wir den verpissten Becher jetzt nehmen oder sollen wir einen frischen nehmen? Im Idealfall findet man nichts. Genau. Macht nichts. Sag's ruhig. Aber geht gerade noch, oder? Und so können wir das Tier wieder heilen. Ach, ey. Jetzt machen wir es gerade nochmal einfach direkt.